Entschuldige. Kathi, kommst du mal? Mit dem Typen bist du besser vorsichtig, okay? Ich will, dass du lebst. Du musst wieder gesund werden. Irgendwann muss jeder mal sterben. Ich glaube, deine kleine Freundin ist ein bisschen eifersüchtig. Hätte ich sie bloß nach Hause gebracht. Wenn du erst wieder gesund bist, dann geht's mit deinem Leben doch erst wieder richtig los. Für dich vielleicht. Aber für mich... Ich weiß genau, dass ich nie das bekommen werde, wonach ich mich am meisten sehne. Wo ist sie? Mir lässt es im Moment wohl gerade gut gehen. Hör mal zu, ich habe gefragt, wo sie ist, ja? Mann, die ist vor ein paar Minuten gegangen mit diesem Eckhard Bosinski. Ich kann mir schon überhaupt nicht mehr vorstellen, wie es sein wird, wenn ich wieder gesund bin. Was ist daran so schwer? Du wirst ausschlafen, dann wirst du ausreiten, dann wirst du Jan anrufen und fragen, Aber bitte, Was ist denn? wenn du jetzt von Jan anfängst, dann wird's noch schlimmer. Entschuldigung. Dass der jetzt meinetwegen alles aushalten muss. Und wenn was daneben geht bei der Um Ihrem Operation... Bruder brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Der Eingriff ist reine Routinesache. Ungefähr wie eine Blinddarmoperation. Daran sind auch schon Menschen gestorben. Aber nicht bei uns. Unsere Ärzte sind Experten für Knochenmarktransplantation. Und? Alles in Ordnung. Ein bisschen hoch, aber das wird sich legen. Das ist du. Vielleicht sollten Sie sich einfach umdrehen und ein wenig schlafen. Hm? Ich kann unmöglich schlafen. Ich bin völlig aufgekratzt. Hier, nehmen Sie die. Das wird Sie beruhigen. Brauchen Sie ein Glas Wasser? Nee, danke. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Wochen, dann ist es Tablettenschlucken. Ist besetzt. Nun mach dir mal nicht in die Hosen. Wahrscheinlich ist sie längst zu Hause. Sie hätte sich doch verabschiedet. Das glaube ich nicht. Sie war eifersüchtig auf mich. Und wie ist sie deiner Meinung nach Hause gekommen? Es gibt Taxis in Düsseldorf. Ach, probier's noch mal, dann wissen wir Bescheid. Kathi? Nein, ich bin's, Henning. Wo ist Kathi? Barbara und ich warten schon in... Ich weiß es nicht. Was heißt das? Sie ist weg. Einfach abgehauen. Du hast doch hoch und heilig versprochen, dass du... Ja, ich weiß, was ich gesagt Das habe, aber Henning? das hilft ja jetzt nicht weiter. Ja. Was sagt er? Ich komm zu dir, dann suchen wir zusammen. Wo bist du denn? Gegenüber von Babette. Sie ist verschwunden. Was? Gib mal. Wo ist Kathi? Barbara? Wo ist sie? Guten Abend. Ich will wissen, wo meine Tochter ist. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du hast mir doch versprochen, du bringst sie gleich nach Hause. Das Team wollte hinterher noch kurz feiern. Ich habe sie einfach mitgenommen. Oh, das ist mal wieder so typisch, wenn man einmal sich auf dich verlässt. Aber das hätte ich mir denken können, dass da was passiert. Barbara, ich muss jetzt wirklich Schluss machen, es tut mir leid. Ich melde mich, sobald Kathi wieder aufgetaucht ist. Bis später. Tschüss. Scheiße! Und? Alles in Ordnung? Klar. Was soll sein? Kein Muffensausen, so kurz vor der Operation? Ach was. Die Ärzte hier sind wirklich prima. Du, die haben mir ganz genau erklärt, wie man das alles macht. Die nehmen so eine Art Christa-Dingsbumsnadel. Was für ein Ding? Eine Christa-Punktionsnadel. Das ist eine Spritze, mit der sie unmittelbar in den Knochen reingehen. Und dann saugen sie mir das Knochenmark direkt aus dem Beckenkamm. Und das war's. Ja, hör auf. Wieso? Das klingt doch spannend. Ach, mir wird vom Zuhören schon schlecht. Ist doch alles unter Vollnarkose. Und in 2 Tagen bin ich wieder draußen. Übrigens, die suchen noch Spender. Falls du auch mal Lust hast. Ja, später vielleicht. Ja, dann will ich mal langsam los. Wird schon spät. Und Julia? Willst du sie nicht besuchen? Ach, ich weiß nicht. Sie schläft bestimmt schon. Ach, was, jetzt doch noch nicht. Ja, aber er hat Besuch. Ich will doch nicht stören. Ein paar nette Worte kurz vor der Transplantation ist ja wohl nicht schlimm, oder? Mir steckt das letzte Treffen mit ihr noch in den Knochen.
Das erste Mal, das ist immer so ein bisschen komisch, weißt du? Da musst du einfach durch und dann klappt das auch. Heute nicht. Vielleicht ein andermal. Wenn du meinst, aber stiebst nicht so lange vor dir her. Nein, bestimmt nicht. Also, toi, toi, toi. Und falls du es dir anders überlegen solltest, Deutsche Knochenmark-Spenderdatei, Tübingen, Telefon, Feigling. Wo ist denn Sophie? Schon zu Hause. Sie hätte ja wenigstens warten können. Vielleicht war Katja wieder hier. Sie war müde. Außerdem ging's ihr nicht gut. Das ist hier ein Schuppen. Ich frage mich, wie man mit einer 14-Jährigen hierher gehen kann. Herrgott, ja, es tut mir leid. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe sie wirklich die ganze Zeit im Auge gehabt. Nur einmal, da habe ich mich 10 Sekunden mit Sophie unterhalten. Und schon war sie weg. Sie verschwindet doch nicht von einer Sekunde auf die andere. Ja, glaubst du mir etwa nicht? Hat sie sich vorher mit jemand anderem unterhalten? Nein. Ich weiß nicht. Also was? Bei dem Licht kann man ja noch nichts erkennen. In der Nähe sind noch ein paar andere Kneipen. Vielleicht sollten wir da mal suchen. Ja, ob das was bringt? Du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte doch meine Tochter sehen. Ich bin froh, dass du da bist. Weißt du, wo Jan ist? Er schläft. Ich liebe ihn. Ich weiß. Ich will, dass er bei mir ist. Er wird bald bei dir sein. Wann? Morgen. Ich weiß, wie sehr ihr euch liebt. Ihr habt sehr viel Glück. Eure große Liebe wird eure große Stärke sein. Ich wusste, dass du mich verstehst. Natürlich. Ich bin doch dein Vater. Jetzt schlaf weiter, meine Kleine. Papa? Ah, na gut. Ja, der ist schon da. Du, ich habe ihn noch gar nicht gefragt. Ja, mach ich. Gut, ja. Arbeitet nicht mehr so lange. Tschüss. Susanne hat gerade angerufen, wie es Jan geht. Gut. Sehr gut sogar. Sieht fast so aus, als ob er sich auf die Operation freut. Nein, im Ernst, er ist ganz ruhig, weiß über alles Bescheid. Worüber Bescheid? Naja, welche Spritze benutzt wird, wo der Einstich ist, wie lange die ganze Sache dauert. Mich wollte er auch gleich als Spender gewinnen. Das ist doch keine schlechte Sache. Sag mal, wie machen Sie die Operation jetzt eigentlich? Mit Vollnarkose oder mit örtlicher Betäubung? Oh, das weiß ich nicht. Hat er dir das nicht erzählt? Doch, hat er. Ich glaube, er hat einfach Narkose gesagt. Hauptsache, es tut nicht weh, was? Also, mich hätte das zum Beispiel schon interessiert. Kannst ihn ja fragen. Das werde ich auch. Kannst dich drauf verlassen. Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich Julia besuchen. Sie liegt nur ein paar Zimmer weit. Hast du sie gesehen? Ich wollte, aber dann ist es zu spät geworden. Ich glaube, sie wird sich sehr freuen, dich auch mal kennenzulernen. Ja. Ach, obwohl, ich weiß nicht, ob das Krankenhaus der richtige Ort dafür ist. Warum nicht? Zeit hat sie dort genug. Na ja, mal sehen. Nach 20 Jahren kommt es auf einen Tag früher oder später auch nicht mehr. Ach, diese Technik, wenn man sie mal braucht. Guten Morgen, Frau von Ansteck. Oh Gott. Wo haben Sie Kathi denn aufgegabelt? Ist das alles komisch hier? Da habe ich vor einem Bahnhof aufgegabelt. Ja, da dachte ich mir, lass mal lieber die Polizei aus dem Spiel und bringst sie her. Ihre Lügen sind so billig wie Ihr Anzug, Herr Bosinski. Ich schwör's Ihnen, ich sag die Wahrheit. Das wäre das erste Mal, seit Sie mit Ihren dreckigen Fingern unsere Branche besudeln. Bringen Sie die Kleine sofort zu ihrer Mutter. Wie denn? Ich weiß ja gar nicht, wo sie wohnt.
Könnten Sie sich vielleicht nicht... Na, ich denke ja gar nicht dran. Ich habe einen Termin. Jetzt bringen Sie die Kleine endlich raus hier. Ja, ist ja gut. Komm, Kleines. Komm mal schön zu deiner Mama. Ich will aber nicht zu meiner Mama. Glaubst du, ich vielleicht? Hier, die Adresse. Ich werde Ihre Mutter anrufen. Wenn Sie in einer halben Stunde nicht dort sind, hetzen wir Ihnen die Polizei auf den Hals. Ist das klar? Ja, ja, ist klar. Ja? Entschuldige, Barbara, dass ich so früh anrufe, aber Kathi war eben bei mir. Was? Ja, zusammen mit diesem Eckhard Bosinski, du weißt schon, dieser schmierige Typ, der immer alle Models angrapscht. Ist Clarissa. Was macht Kathi denn mit dem? Tja, wenn ich das wüsste. Ist alles in Ordnung mit ihr? Naja, sie ist so ein bisschen anders als sonst. Das wirst du ja selber gleich sehen. Oh Gott. Wenn er in einer halben Stunde nicht da ist, solltest du auf jeden Fall die Polizei anrufen. Natürlich. Also dann danke ich dir. Keine Ursache, Barbara. Gern geschehen. Ist Kathi was passiert? Clarissa sagt, sie ist anders als sonst. Wie anders als sonst? Das werden wir ja gleich sehen. Die Lokale bitte. Schon vorbei. Ihr Bruder ist gerade im OP. Holen Sie jetzt das Knochenmark aus ihm raus? Ja. Das leiten wir dann durch diese Kanüle in Ihre Blutbahn. Und da schwimmt's dann drin rum. Naja, sagen wir mal so. Es sucht sich seinen Weg und irgendwann ist es am Ziel und bildet das neue Knochenmark. Wenn's klappt. Nur an mir soll's nicht liegen. An mir auch nicht. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Naja, auf ein paar kleine Unannehmlichkeiten werden Sie schon einstellen müssen. Was denn für Unannehmlichkeiten? Erstens, am Anfang müssen Sie den Kontakt zur Umwelt möglichst meiden, um das Risiko von Infektionskrankheiten gering zu halten. Und zweitens müssen Sie eine bestimmte Diät halten, damit die Heilung schneller vorangeht. Naja, wenn's weiter nichts ist. Wenn alles gut geht, könnten Sie in 6 bis 8 Wochen wieder vollkommen gesund sein. Heißt das, ich kann auch bald wieder nach Hause? Ja, das können Sie. Das ist ja klasse. Allerdings sollten Sie nicht gleich große Sprünge machen. Lieber alles ganz ruhig angehen lassen. Also noch keinen Marathon. Och, wie ich mich jetzt schon fühle, könnte ich einen neuen Weltrekord schaffen. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein. Ich wundere mich nur. Worüber? Sie sind plötzlich so gut aufgelegt. Stimmt. Mein Gott, Kathi. Ich hab so Durst. Was? So Durst. Mädchen, was machst du denn? Mama, ich hab so Durst. Ja, komm, setz dich erst mal. Ich hol dir gleich was. Lass mal, Barbara. Ich kümmere mich schon um sie. Was haben Sie mit ihr gemacht? Nichts. Hab sie so gefunden. Ich bin doch nicht blind. Was haben Sie ihr gegeben? Ja, gar nichts. Ich habe ihr nichts gegeben. Ich werde Sie anzeigen, Sie Verbrecher. Ja, glauben Sie eigentlich, mir macht das Spaß? Ich kutschiere Fräulein Tochter am frühen Morgen durch die halbe Stadt und muss mich jetzt auch noch beschimpfen lassen, oder was? Ich hab das echt nicht nötig. Mama, ich bin so müde. Schatz, ist alles okay? Ich bin so
Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Wenn Ihre Mutter Schwierigkeiten macht, wird sie auch welche kriegen. Ich habe diesen Mist nicht nötig. Ja. Blöde Ziege! Tschüss. Ich hoffe, sie schläft jetzt ein paar Stunden. Von mir aus kann sie die ganze Woche schlafen. Kümmerst du dich um sie, weil sie aufwacht? Wieso denn ich? Was machst du denn? Hab was zu erledigen. Was, wenn ich fragen darf? Sag ich dir später. Was fällt dir eigentlich ein? Du hast mir hoch und heilig versprochen, auf Kathi aufzupassen. Sie ist doch noch ein Kind. Ich weiß, ich habe die ganze Zeit auf sie aufgepasst. Plötzlich war sie verschwunden. Du hättest sie gar nicht in diese Disco mitnehmen dürfen. Ja, aber sie war so hartnäckig. Ich konnte ja nicht Nein sagen. Ja, und als sie auch noch mit Bosinski verschwinden wollte, da konntest du wieder nicht Nein sagen. Woher weißt du überhaupt, dass sie mit diesem Eckhard Bosinski unterwegs war? Er hat sie gerade nach Hause gebracht. Na Gott sei Dank. Ist ja noch mal alles gut gegangen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das sind natürlich nicht die, die veröffentlicht werden. Wir haben schon andere Fotos rausgesucht, nur seriöse. Wann kommt die Kampagne raus? Nächste Woche. Aber glaub mir, Barbara, es ist wirklich alles völlig harmlos. Man sieht kaum was von Kathi. Also man sieht natürlich schon was, aber nicht so viel Nacktes da. Ich rede jetzt nicht von Kathi. Darüber unterhalten wir uns ein andermal. Ich meine jetzt die Kollektion. Was ist damit? Nächste Woche, sagst du? Ja, wenn alles gut geht. Clarissa hat es furchtbar eilig, damit rauszukommen. Sie hat mein Konzept geklaut. Was für ein Konzept? Afrika. Ich bereite gerade eine Kollektion vor. Ach, und du meinst, Clarissa hat dein Konzept kopiert? Was sonst? Glaubst du, sie käme alleine auf so eine Idee? Dazu ist sie nicht intelligent genug. Nicht mal richtig klauen kann sie. Oh Gott, das sieht ja alles entsetzlich aus. Wenn so ist, dann kannst du ja ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Meine Konzeption kann ich jetzt vergessen. Sonst behauptet sie noch, ich hätte sie beklaut. Aber wie soll sie denn an dein Konzept gekommen sein? Das würde ich auch gerne wissen. Ja? Schön, dass du vorbeikommst. Ja, ich wollte schon früher da sein. Aber ich hatte noch etwas auf... Ich hatte noch etwas auf einer Baustelle zu erledigen. Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ich habe dich vermisst. Ja, ich dich auch. Ich glaube, ich habe dich mein ganzes Leben lang vermisst. Ja, mir fiel es auch schwer zu wissen, dass es dich gibt, ohne dich sehen zu gar nichts zu sagen. Eigentlich wollte ich dir was sagen. Ich schäme mich dafür, dass ich so unfreundlich war, seit wir uns kennen. Dafür brauchst du dich doch nicht zu entschuldigen. Ich war auch unsicher. Wir kennen uns eben noch nicht. Doch. Ich glaube, wir kennen uns sehr gut. Ja, freut mich, dass du so siehst. Und ich weiß auch, dass wir uns noch näher kommen werden. Ja, das hoffe ich auch, ja. Leider muss ich jetzt gleich weiter. Ich werde versuchen, später noch mal vorbeizukommen. Mhm. Ja? Ich habe Jan noch nicht gesehen. Unser Jan. Ja. Hat er dich eigentlich angefasst? Nein. Wirklich nicht? Ich würde doch nicht mit so einem Typen... Wenn man unter Drogen steht, macht man vieles. Was denn für Drogen? Kathi, bitte, lüg mich jetzt nicht an. Was hat er dir gegeben? Nichts, ich habe nur was getrunken. Was? Weiß ich nicht. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. War richtig eklig, das Zeug. So wie du zurückgekommen bist, hast du aber ganz schön viel von dem ekligen Zeug getrunken. Ich tue es nie wieder. Man bekommt nur Kopfschmerzen davon.
Ich habe mir vorhin deine Fotos bei Henning angeschaut. Und? Wie sind sie geworden? Billig und vulgär. Ach Gott, jetzt geht das los. Ich habe nur gemacht, was der Fotograf mir gesagt hat. Vergiss jetzt den Fotografen. Findest du es eigentlich nicht merkwürdig, dass Clarissas Kollektion genau denselben Afrika-Look hat wie meine? Was ist? Doch, ich fand das schon merkwürdig. Sie muss von meiner Idee gewusst haben. Hast du vielleicht eine Ahnung, woher? Kathi, verschweigst du mir was? Nein. Ich habe nur irgendwann mal über deine Arbeit gesprochen. Aber nicht viel. Auch über die Afrika-Kollektion? Ich weiß nicht mehr. Ja, doch, vielleicht. Ein bisschen. Wir waren auch mal kurz in deinem Atelier. Was? Wegen der Fotosession. Sie hat in deine Entwürfe geguckt. Weißt du eigentlich, was du damit angerichtet hast? Ich habe nicht gewusst, dass sie so wichtig sind. Das darf doch nicht wahr sein. Ich mach's wieder gut. Du hast mir 6 Monate Arbeit zerstört. Arno. Clarissa. Er versucht gerade einzuschlafen. Ich habe nicht viel Zeit. Er braucht seine Ruhe. Bitte. Ich möchte wissen, wie es ihm geht. Es geht ihm gut. Er hat alles gut überstanden. Wenn du ihm wirklich einen Gefallen tun willst, dann lass ihn jetzt schlafen. Ich kann ja hier so lange mit dir warten. Genügend Gesprächsstoff haben wir ja. Und wie soll die Strafe aussehen? Ich will Kathi nicht bestrafen. Sondern? Ich will nur versuchen, sie so weit wie möglich von Clarissa fernzuhalten. Sie ist doch ein gefundenes Fressen für sie. Da kann doch morgen wieder was passieren. Ja, sollen wir vielleicht wegen Clarissa auswandern, oder was? Das nicht, aber vielleicht sollte ich ihr wirklich die Modelkarriere verbieten. Das kannst du nicht machen. Keine Angst, ich mach's ja nicht. Ich hab's ja versprochen. Zumindest nicht, solange deine Noten weiter so gut sind. Barbara, ich glaube, ich muss dir da was sagen. Nein. Doch, irgendwann muss es mal raus. Was denn? Es kam ein Brief von der Schule. Kathi wird wahrscheinlich sitzen bleiben. Ich hab's ja gewusst. Du alte Petze, ich hasse dich. Du solltest lieber von deinem Bruder lernen, statt ihn zu beschimpfen. Mit ihm hatte ich nie solche Probleme. Das kannst du doch gar nicht so vergleichen. Ich war auf dem Internat und da habe ich ziemlich wenig Möglichkeiten gehabt, irgendwelche Dummheiten zu machen. Das ist die Lösung. Ich werde dich auf ein Internat schicken. Und zwar so schnell wie möglich. Glaubst du nicht, es wird Zeit, dass wir uns endlich wie 2 erwachsene Menschen benehmen? Immer noch ohne Zucker. Ja. Nur Milch, bitte. Ich glaube, wir haben beide Fehler gemacht. Und wenn wir das endlich einsehen, dann... Ja. Danke. Wenn wir was einsehen? Dass wir beide Fehler gemacht haben. Aber wenn wir weiter so aufeinander einhacken, dann hat niemand was davon. Am wenigsten unsere Kinder. Wollen wir nicht wieder Freunde werden? Wir könnten es doch versuchen.